Ähm, Sehr viele Erfahrungen, die du gesammelt hast und das alles umsonst, richtig? Also wurde Ja, dir mal also auch Geld, da drüben werd ich nicht bezahlt. ja, Ich werde in Klamotte bezahlt und als Equipmentmann ist das natürlich der Hauptgewinn. Und ja. dadurch, dass ich das jetzt seit 2,4 als Besucher, seit 2,6 als aktiver in Anführungsstrichen da drüben mache, Ist das jedes Mal die Urlaubszeit deines ja, also ich Jahres? gebe dafür meinen Urlaub und Ja, das honorieren die da drüben aber auch. Also ich bin dann privat untergebracht. ja. Ähm, Das ist natürlich auch ein Riesending. Ich habe in den 14 Jahren, wo ich das jetzt mache, ähm, Hotel nur beim Auswärtsspiel. Mhm. Und für den Rest lebst du da drüben eben am täglichen Leben teil. Aber es ist eben, ja, es ist schwer nachzuvollziehen. Das habe ich festgestellt, als ich vor Jahren das erste Mal da für 6, 8 Wochen drüben war. Du lebst wie in so einer Blase. Du kriegst links, rechts kaum was mit, Mhm. weil du fängst morgens um 7 an. Hat natürlich auch den Luxus, wenn wir da um 7 ankommen, ähm, dann gehe ich selber erstmal auf einen Crossstepper oder auf Elliptical oder sowas und dann dusche, schmeiß meine Klamotten in die Wäsche und dann geht der Tag los. Und dann geht der, je nachdem welcher Wochentag ist, geht das bis 4, 5 oder bis abends 6, 7, 8. Mhm. Weil morgen ist eben Auswärtsspiel, die Klamotten müssen zusammengesammelt werden, der Semi muss beladen werden und das ist ja alles ein bisschen größer als das, was wir hier drüben gemacht haben. Ja. Und da war das ja schon zeitintensiv, aber dadurch sind natürlich auch Sachen passiert. 2008, 2009 Juniorennationalmannschaft, U19. Nach Sevilla konnte ich selber nicht mit zur Europameisterschaft, aber ich habe Camp und Tryouts und so weiter mitgemacht. Mhm. Aber 2009 nach Canton, Ohio zur Junioren-Weltmeisterschaft in dem Stadion, wo Hall of Fame Game stattfindet, Ja. wo nebenbei auch die wirkliche Hall of Fame ist. Da waren wir mit als Equipment. Das sind natürlich so Sachen, da haben wir gegen Japan, gegen Neuseeland gespielt. Ja. Ähm, ja, das kostet Zeit und teilweise auch das eigene Geld und auch sehr viel Nerven. Deswegen passiert hier oben auf dem Kopf auch nicht mehr so viel. Mhm. Aber das sind natürliche Sachen, die kannst du mit Geld nicht bezahlen und die kannst du eben auch nicht kaufen. Also auch Genau. nicht bei Schweizer oder wie er heißt mit seinem Gutschein. Richtig. Das sind so Sachen. Das eine hat sich aber dann auch durchs andere ergeben. So ergeben, genau. Also Das wollte ich auch, auch gerade sagen. Also, das ist richtig bemerkenswert oder verblüffend, wie sich das bei dir alles aufgebaut hat und wie du dazu gekommen bist, eine Routine reinzubekommen. ja, Eine Sache. durch Zufall. Also Ja. 2003, 2004 war John Rosenberg bei Hamburg Head Coach. Und der kriegte eben mit, okay, da ist irgendwie mehr. Und so haben die mich da ja durch Zufall in diese Sportdirektorenrolle Mhm. reingedrückt. Also die haben mich da eigentlich mehr reingetrickt als alles andere. Ja. Aber der wollte eben einen Assistenten haben. Ja, Sportdirektor in Amerika ist es der Operationsmann, wenn du so willst. Und das hat eben weniger mit Recruiting zu tun. Also das war damals vom Aufbau her schon sehr, sehr nach amerikanischem Modell. Also Mhm. heute bei einem GFL-Team hat ein Sportdirektor sicherlich andere Aufgaben, möglicherweise sogar noch deutlich mehr Aufgaben als das, was ich da früher gemacht habe. Glaube ich. Es ist aber auch einfach für den Coach, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, sehr wichtig, Leute um sich herum zu haben, denen du vertrauen kannst, mit denen du kommunizieren kannst und auch außerhalb des sportlichen Aspektes einfach organisieren kannst und etwas kreieren kannst. Ne? Und Ja, das ist, das glaube hat ich, einfach, teilweise auch, das ist immer ein großes Wort, aber das sind eben auch die kulturellen Unterschiede. Wenn jetzt ein Amerikaner hier ja, das rüberkommt, auch. der kann dann, wenn er jetzt nicht das schon ein paar Jahre gemacht hat, der stößt hier auf Probleme, die, sagt er, verstehe ich nicht. Wenn ich möchte jetzt eine extra Trainingseinheit, wieso kann ich nicht auf den Platz? Ja, Ja, weil es nicht unser Platz ist. Oder stimmt. ja, nee, die Jungs können nicht um 3 schon zum Training, weil die sitzen noch in der Uni oder die arbeiten oder haben eben auch Familie und die würden die auch gerne mal sehen. Ähm, so diese Bindegliedgeschichte, organisatorisch, Ja, teilweise eben genau. auch sportlich oder man kümmert sich, da kam dann eben auch immer der oder kommt auch immer der Equipment-Hintergrund mit rein. Ich habe das jetzt gehabt in Zeiten von Covid. Da melden sich 2 Ärzte von der Nationalmannschaft. Und mit der Nationalmannschaft habe ich seit 10 Jahren nichts mehr zu tun. Aber die sagten, Mensch, was gibt es für Möglichkeiten? Und wir haben hier eine Idee. Also Schatt hat damit ja jetzt angefangen. Zenith hat so ein Ding. Ihr kennt alle Face Shield und die haben eben so ein Full Shield. Mhm.
Und da gibt es eben Ideen, die hatten hier in Deutschland mit Bauer gesprochen. Bauer macht ja die ganze Eishockey-Ausrüstung. Und Schatt hat das Ding jetzt wirklich drüben eingeführt. Okay. Und die ersten probieren damit auch schon. Texas Christian habe ich jetzt gerade gelesen. Ja, muss man sehen. Also sind natürlich alle versucht, immer noch Football spielen zu können, trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen. Aber das sind eben alles alte Verbindungen. Ich sage, wieso will es hier bei mir? Er sagt, wer soll das machen? Ja. Gibt keinen. Thomas Winter ist in Rente, sagt er, und ansonsten wüsste ich keinen. Da helfen natürlich auch die Verbindung nach Missouri, dass ich sage, ja, also so schätze ich das ein, aber warte mal, ich melde mich mal bei meinen Jungs da drüben. Ja. Dass man da eben immer, oder so eben auch mal in Kansas City, wobei die sind natürlich von den Möglichkeiten her nochmal wieder ganz anders unterwegs. Ja. Aber am Ende des Tages ist das Problem dasselbe, auch wenn ich in Amerika natürlich finanziell und materiell andere Ressourcen habe, aber Natürlich. der Job ist am Ende des Tages mehr oder weniger der gleiche. Und Ja, glaube ich.